Grüßt euch, Leute! Herzlich willkommen zurück zum neuen Video vom Outdoor-Schwabe aus der Outdoor-Ecke. Jo, ich habe gesagt, ich mache ein neues Video für euch hier aus der Outdoor-Ecke. Es hat sich ein bisschen was wieder verändert. Wir haben hier jetzt ein Dammhirschgeweih neu reinbekommen und finde ich mega cool, passt hier perfekt rein. Sieht auch richtig nice aus jetzt hier alles. Um was geht es im heutigen Video? Im heutigen Video geht es um neue Ausrüstungsgegenstände, die ich euch gerne präsentieren möchte und zeigen möchte und jo, wie meine Erfahrungen damit sind. Das möchte ich euch jetzt heute ein bisschen erzählen. Nichts Großes. Wird auch kein ewig langes Video, aber ihr kennt ja meine Videos, so wie ich immer ausschweife, so wie jetzt gerade schon wieder. Kann es natürlich schon ein bisschen länger dauern. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt und wir sehen uns dann gleich, wenn ich die Gegenstände hierher gepackt habe und ich euch ein bisschen was drüber erzählen kann. Also, dann bis gleich. Jo, ich hole mal die ganzen Ausrüstungsgegenstände mal her. So, was heißt die ganzen? Die ganzen Ausrüstungsgegenstände, so viel sind es nicht. Es sind gerade mal 2 Stück, 4 mit 2 Verpackungsmöglichkeiten, die ich mir noch dazu geholt habe. Jo, was ist neu? Also wir haben jetzt hier einmal einen, wie nennt man, einen Espresso-Kocher von der Marke Krüger, meine ich. Krüger ist das. Den habe ich bei Amazon bestellt für gerade mal 20 Euro. Das ist ausreichend für 3 Tassen. Und ich muss sagen, das Teil ist auf jeden Fall wesentlich geiler und der Kaffee auf jeden Fall wesentlich besser wie jeder Instant-Kaffee. Weil davor habe ich mir immer Instant-Kaffee gemacht aus so einem Tütchen von Nestle. War jetzt nicht so cool auch, dass man die Firma jetzt, die großen Firmen, ja, wollen da jetzt nicht ausschweifen über das Thema, aber viele wissen wahrscheinlich Bescheid, was ich jetzt meine. Auf jeden Fall finde ich sowas richtig geil. Der Kaffee, den kann man ohne Milch trinken. Ich bin eigentlich ein Milchkaffeetrinker, aber den Kaffee kann ich wirklich ohne Milch mit ein bisschen Zucker dazu. Schmeckt der Kaffee Bombe. Ja, also das ist wirklich, wirklich ein geiler Kaffee. Und das Teil hier kann ich zum Beispiel jedem empfehlen. Und ich würde sagen, für das kleine Video hier mache ich auch jetzt uns mal kurz nebenher einen Kaffee, dass ihr seht, wie das Teil funktioniert. Ähm, äh, Funktioniert eigentlich recht easy. Ihr braucht eigentlich alles, was ihr braucht, ist euren Spirituskocher. Da ist sogar noch Spiritus drin, das ist sehr gut. Spirituskocher, euer Trangia-Kreuz oder ihr verwendet, so wie ich es dann immer outdoormäßig mache, wenn ich dann wirklich im Wald sitze, mache ich es ab sofort auch so, dass ich meine Bushbox verwende als Trangia-Kreuz mäßig, dass ich da oben drauf dann meinen Kaffeekocher verstellen kann und mir einen sauberen Kaffee kochen kann. So, wir machen das jetzt alles hier ein bisschen chillig. Wir machen das jetzt mit dem Feuerzeug an. Und jo, jetzt brauchen wir einen Schluck Wasser. Den hole ich kurz. Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. So, bin ich zurück. Hab hier Wasser drin jetzt. Ja, bis zum Rand voll gemacht. Weiß nicht genau, ob man das machen sollte. Ich habe es jetzt gemacht. Dann brauchen wir natürlich noch ein Löffelchen. Eine von unseren 500, die wir hier irgendwie geschnitzt haben. Löffelschnitzen ist schon auch eine geile Beschäftigung. Vor allem im Wald habe ich mir hier so einen kleinen Teelöffel geschnitzt. Auch mega cool. Ja, jetzt brauchen wir unseren Kaffee. Da kommt hier in das Sieb rein. Ich persönlich nehme da mal so zwei Löffel davon. 2 gut gehäufte Löffel. Haben wir noch einen halben rein, noch ein bisschen. So. Das kommt dann hier rein. Dann setzen wir das hier drauf. Dann sinkt das schon mal sauber ein. Dann können wir das hier einfach noch drauf drehen. Jetzt hier. Da war wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel Wasser. Naja, werden wir sehen. Jetzt stellen wir das da drauf und lassen es köcheln. Ja, ich stelle den mal. Au, das war heiß. Ich stelle den mal hierher. So. Gut.
dann unsere Tasse daneben hin, dass wir den schön auch genießen können. Jo, was haben wir denn sonst Neues noch im Repertoire? Wir haben hier einmal, nein, es ist kein Tarp, es ist eine Hängematte. Und die Hängematte habe ich mir auch ganz günstig auf Amazon bestellt. Ich habe sie auch ausreichend getestet. Ich teste sowas immer gern auf unserem Balkon. Da habe ich die jetzt ausgespannt und habe mich mal 2, 3 Nächte mal reingelegt. Und ich muss sagen, die Hängematte ist wirklich top. Klar, es ist eine kleine Ungewöhnung, in der Hängematte zu pennen, weil man halt wirklich, also auf unserem Balkon konnte ich jetzt nur bananenförmig aufhängen. Ich würde es aber gerne, wenn ich im Wald bin, dann richtig schön gerade aufhängen, dass ich nur leicht durchsacke, weil ich merke schon, wenn man zu sehr durchsackt, dann hat man es am nächsten Tag im Kreuz und das ist nicht so geil. Ja, das ist auf jeden Fall eine Anschaffung, wo ich sage, da müssen wir das nächste Mal, wenn wir im Wald sind, mal ein Video drüber machen. Ich habe mir jetzt auch ein neues Tarp bestellt, eins, das vielleicht besser sich in die Landschaft tarnt und dann werden wir einfach mal schauen, wie gut sowas funktioniert und wie es ist, wenn man sowas im Wald aufhängt, wie man das aufhängt. Und ich weiß, viele von euch nutzen bestimmt schon eine Hängematte. Ich bin jetzt da neu in dem Thema und ich möchte euch einfach gerne ein bisschen mitnehmen, ja, dass ihr seht, was ich da so fabriziere im Wald. Und ja, deswegen probieren wir das Ganze mal, testen das mal im Wald und dann werden wir wahrscheinlich demnächst auch mal die erste Nacht in der Hängematte im Wald verbringen. Freue mich schon drauf, natürlich mit richtig geilem Kaffee. Und ja, sonst habe ich eigentlich nicht viel neu. Ich habe jetzt durch meine Kaffeegeschichte hier habe ich jetzt ein bisschen umgemodelt. Ich nutze jetzt quasi so einen Pouch hier. Ja, der war bei so einem, da habe ich mir damals, wo ich angefangen habe mit dem Survival-mäßig oder mit dem Outdoor, habe ich mir da gibt es doch so Survival-Kits, die man sich bestellen kann. Ja, so Survival-Dinge, wo alles drin ist. So ein kleines, warte, ich habe es hier, oh Gott, ich zeig's euch schön. So, ich habe es hier, da war so ein Multitool mit, ja, wo so eine Mini-Axt dabei ist, ein Hammer hinten dran und dann hat man hier noch so eine Zange. Ich weiß nicht, für was man sowas outdoormäßig braucht, eine Zange, keine Ahnung. Hinten hat man dann noch Schraubenzieher und Sägen und ein kleines Messer und lauter so Geschichten. Ich weiß nicht. Also ich bin von dem Scheiß hier nicht so 100% überzeugt. Äh, Man kann es haben, wenn man es haben möchte, ist okay. Man kann es, ich brauche es nicht. Ja. Und da habe ich mir damals am Anfang, das war alles da drin, da war auch mein First Aid Kit drin und vieles mehr. Eine Angelschnur und das muss ich sagen, ist wiederum cool. Da war so eine Handsäge noch drin, so eine ganz billige, die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das müssen wir eigentlich auch mal testen, ob sowas cool ist, wenn man sich sowas bestellt, ob das dann auch wirklich was taugt oder ob das eigentlich alles nur Quatsch ist. Das Einzige, was von dem ganzen Kit meines Erachtens nach wirklich was taugt, ist der Pouch hier. Also der ist wirklich robust, der ist auch gut gemacht und gut verarbeitet. Und da habe ich dann immer mein Trangia jetzt mit drin, mein Trangia-Kreuz, mein Kaffeekocher und mein Zucker und mein Kaffee kommt alles hier rein. Das ist dann quasi mein Kaffeeset. Das nehme ich dann immer mit, wenn ich rausgehe ab sofort. Werdet ihr dann jetzt auch öfter sehen. Im letzten Video habt ihr es auch schon gesehen. Ja, so ein Pouch finde ich ist auch cool für vieles andere. Man kann ihn benutzen. Ich werde mir jetzt auch noch mehrere Pouches zulegen. Ähm, Dann werde ich vielleicht von meiner Mini-Bag-Geschichte wieder ein bisschen zurücktreten, wieder meinen Rucksack ein bisschen anders packen. Das sehen wir dann. Ja, aber man kommt halt immer wieder auf neue Ideen und Gedanken bei so einem Hobby und ich finde es eigentlich richtig cool, dass man nicht immer in einer Schiene fährt, sondern auch mal ein bisschen sich selber austesten kann und auch mal ein bisschen seine Ausrüstung austesten kann und ja, ich finde sowas cool. Jetzt wird der Kaffee gerade fertig. Oh yeah. Frisch geil Kaffee. Jetzt müssen wir nur gucken, dass er nicht überläuft. So, stellen wir mal hier ab. Hier ist nämlich kein Teppich. So. Machen wir das ganz einfach. So, das legen wir hier rüber. So her.
tragen wir, ups, so, fertig. Wir lassen jetzt so ein bisschen auskühlen. Jo, dann wäre der Kaffee schon mal richtig geil. Also der Kaffee, also so eine so ein Espresso-Maschinchen kann ich euch wirklich empfehlen. Ich wusste am Anfang nicht, wie viel ich davon brauche. Ist es jetzt, brauche ich 6 Tassen, brauche ich 3 Tassen, brauche ich nur eine Tasse? Aber es wird ja ein Espresso gerechnet und ich finde 3 Tassen ist jetzt so fast eine halbe Tasse von dem hier voll. Das reicht mir. Und man kann sich ja öfters so einen Kaffee machen und den Kaffeesatz kann man ja auch im Wald verbuddeln. Da sagt ja kein Mensch was. Ist ja alles natürlich und im Gegenteil, du kompostierst ja dann quasi wieder im Wald. Also es ist nichts Schlimmes, wenn ihr einen Kaffeesatz dann im Wald auswaschen tut oder schon verschüttet, ja, weil der Rand voll ist. Einfach, einfach ein Genuss, Leute. Ja, sowas kann ich jedem empfehlen. Also das Teil, das ist wahnsinnig geil. Wahnsinnig geil. Ja, videotechnisch werden wir in naher Zukunft auf jeden Fall, wie gesagt, das mit der Hängematte kommt auf jeden Fall, weil Hängematte, die hat auch ein Moskitonetz dabei. Nur eine Sache, das müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, also die Leute, die mit Hängematte draußen schlafen, schreibt mir das mal in die Kommentare. Wie ist es bei euch, wenn ihr eure Hängematte aufhängt, euren Schlafsack reinpackt? Rutscht der Schlafsack in eurer Hängematte auch dauernd rum und ihr habt Probleme mit dem Einstieg in den Schlafsack quasi? Oder zieht ihr den Schlafsack außen drüber und rutscht dann in die Hängematte rein? Würde mich nur mal interessieren, weil ich hatte da jetzt mal ein bisschen Probleme mit dem Reinschlupfen in der Hängematte in den Schlafsack. Also wenn der Schlafsack in der Hängematte liegt und ich da reinrutsche, habe ich irgendwie immer ein bisschen Probleme. Ja, da habe ich einfach immer ein bisschen meine Probleme damit. Und wie gesagt, ihr könnt mir das einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so handhabt. Würde mich freuen. Und ja, wenn ihr Bock habt auf richtig geilen Kaffee, dann holt euch so einen. Finde ich mega. Ist was richtig Geiles und was richtig Gutes. Wie gesagt, für 20 Euro 3 Tassen, das reicht völlig. Und den werde ich jetzt ein bisschen genießen und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es dann heißt, der Autoschwabe ist wieder draußen und beim nächsten Video bauen wir nämlich die Hängematte auf. Ich habe mir ein neues Tarp bestellt, weil mein anderes Tarp, das muss ich euch nur ganz kurz sagen, war einfach nicht so geil von der Farbgebung her. Ja, das ist zwar schönes Tarp, Mattgard, also wirklich bombastische Verarbeitung, aber von der Farbgebung her finde ich es einfach nicht so geil mit dem bläulichen Stich. Ähm, äh, Deswegen habe ich ein neues bestellt, auch relativ günstig. Gucken wir mal. Also wie gesagt, bei mir werdet ihr viel günstige Ausrüstung. Also nicht so Sabota, was weiß ich was mäßig oder Helicontext oder sowas, sondern viel günstig und vielleicht lohnt sich ja. Also das Mudguard war auch recht günstig, hat 60 Euro gekostet und es hat hebt mir jetzt schon seit einem Jahr. Es hat nicht einen Riss, nicht eine Schlaufe ist abgerissen oder sonst irgendwas. Also richtig, richtig gut. Und jetzt gucken wir mal, ich habe eins geholt mit einer besseren Farbgebung. Dann schauen wir mal, dass wir unser Schlafsetup ein bisschen in die Natur einarbeiten. Das wäre richtig geil. Ich finde sowas toll. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall schon mal einen schönen Tag, Nacht, Morgen, Abend, wenn ihr immer das Video schaut. Geht raus in die Natur, genießt eure Ausrüstung, genießt ja, das Waldleben, genießt die Ruhe, genießt einfach die Natur, ja. Und genießt dann euren richtig geilen Kaffee mit dem Teil hier. Jo, also es ist aber übrigens auch keine Werbung, gell, was ich hier mache. Ich hab da keinen Vertrag mit denen oder sonst irgendwas. Das habe ich mir jetzt einfach gekauft, bin begeistert davon und wollte euch das einfach mal nahelegen, sowas. Für die Kaffeetrinker draußen, die im Wald Kaffee trinken. Holt euch so ein Teil, wirklich, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Also ich bin total begeistert davon. Einfach was Geiles. Man braucht keine Milch, weil er einfach richtig geil schmeckt. Also Leute, wir sehen uns dann das nächste Mal. Schon wieder verabschiede ich mich. Das dritte Mal jetzt, weil ich immer wieder was Neues habe und was Neues euch sagen muss. Wenn es dann heißt, der Autoschwabe ist wieder in der Autoecke oder draußen im Wald. Und bis dato, haut rein. Ich genieße jetzt meinen Kaffee noch ein bisschen. Mm. Einfach geil.